Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Man kann eindeutig sagen, dass es ja die komplette Woche auf meinem Kanal nur ein Thema gab, nämlich die Proteste in Kuba. Ich möchte und werde natürlich auch zukünftig darüber berichten, werde aber in den nächsten Videos auch wieder ja andere Themen vorstellen. Heute soll der Fokus aber nochmal ja, auf die Proteste liegen. Fangen wir einfach mal an. Eine Woche Proteste. Am 11.07. haben die Proteste in Havanna begonnen. Hierzu habe ich berichtet. Die Kubaner möchten ein freies Kuba und gehen dafür auf die Straßen. In den letzten Tagen konnte man ja schon weniger Protestanten verzeichnen. Das hat aber wohl unter anderem einen Grund, zu dem ich noch kommen werde. Wir haben heute den 18.07. Wir wissen, der 26.07. Ist ein besonderer Tag in Kuba, weswegen ich denke, dass an diesem Tag noch etwas passieren könnte. Also in einer Woche. Das ist natürlich reine Spekulation, aber das ist in meinen Augen naheliegend. Schauen wir mal, ja, wie sich die nächsten Tage gestalten. Hoffentlich friedlich. Nicht nur in Kuba wird protestiert, auf der ganzen Welt gehen die Menschen protestieren. Mexiko, USA, Holland, Österreich, Schweden und natürlich auch in Deutschland, um nur ein paar zu nennen. Speziell in Deutschland war ich zuletzt in Berlin und habe auch hier ja, ein Video hochgeladen. Hier, wie in Kuba, ja, gibt es Befürworter der Regierung und des Systems, aber auch eben die Gegenseite. Die sozialen Netzwerke werden hierfür genutzt, um ja, sich zu versammeln. Hier geht es teilweise sehr toxisch zu. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich? Erinnert ihr euch an ja, die Extreme, die ich im Video vom 17.07. angesprochen habe? Es geht über die Landesgrenzen hinweg. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen nicht mehr ja, einen gemeinsamen Diskurs führen können. Aber gut, auch dazu gleich mehr. Kommen wir zu den Fake News. Auf beiden Seiten gibt es ja Nachrichten, Bilder, Videos, Kommentare oder sonstige Äußerungen, die einfach nicht richtig sind, sich paradox verhalten oder absichtlich gefälscht sind. Im Internet kursieren viele Falschinformationen. Ich habe auch meine Schwierigkeiten, sage ich mal, die Wahrheit zu erkennen, weswegen ich die Quellen mehrfach gegenchecke. Selbst die Menschen in Kuba selbst, sage ich mal, äußern sich gegensätzlich. Wir sind im täglichen Kontakt mit unseren Familien und sie selbst sagen, manches ist wahr, manches ist nicht wahr und manches wissen sie einfach nicht. Man kann also wohl sagen, die Wahrheit ist ja irgendwo in der Mitte zu finden. Naja, ihr habt es ja sicherlich schon gemerkt bei den bisherigen Punkten dieses Videos. Ja, ich hatte halt immer noch ein paar Sachen aufgespart. Worum es da genau geht, ist quasi meine persönliche Meinung im Allgemeinen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Zunächst schauen wir uns noch 3 weitere Punkte an und gehen nun weiter zum Thema Verhaftungen. In Kuba ja, wurden viele Menschen verhaftet. Eine genaue Zahl ist nicht bekannt. In unserem Bekanntenkreis wurden ja mehr als 10 Personen verhaftet, weil sie bei den Protesten Videos aufgenommen haben. An dieser Stelle ist ein kleiner Disclaimer. Ich weiß nicht, ob mehr passiert ist. Soll heißen, ob Selbstgewalt angewendet wurde oder ähnliches. Es ist auf jeden Fall so, dass Personen dabei sind, bei denen man eigentlich nicht erwarten würde, dass Gewalttaten stattfinden. Aber vielleicht waren diese Personen auch nur in der Gruppe dabei und die Polizei hat die ganze Gruppe inhaftiert. Das sind leider alles Unklarheiten und ja, klar ist jedoch, dass Personen inhaftiert wurden. Unter welchem Vorwand ist nicht abschließend benannt, veröffentlicht oder bekannt. Die Staatsanwälte fordern in Kuba je nach Schwere des Vergehens zwischen 3 Monate und 20 Jahre Haft. Je nachdem, wie es mit der Informationslage aussehen wird, werde ich davon berichten.
Kommen wir zum Internet. Das Internet ist größtenteils wieder verfügbar, auch wenn es ja noch nicht stabil ist. Aber eine App, um ja per VPN im Notfall dennoch online gehen zu können, sollten die Kubaner vielleicht dennoch auf dem Handy belassen. Zugeständnis der Regierung. Ja, es gibt erste Zugeständnisse der Regierung. Vom 19.07. bis zum 31.12. werden Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente nicht verzollt. Soll heißen, es gibt keine Wertbeschränkungen. Wer also innerhalb dieser Zeit nach Kuba reist, könnte einen extra Koffer gefüllt mit diesen Dingen mitnehmen. Natürlich ist dies bei der Fluggesellschaft trotzdem zu bezahlen. Aber es gab auch mal Zeiten, in denen man auch seitens der Fluggesellschaft ja, angemeldete Spenden kostenfrei transportieren konnte. Schauen wir mal, ob es hierzu in den nächsten Wochen nochmal Änderungen oder Informationen gibt. Es gibt jedoch eine Einschränkung. Reisende, die in Varadero oder Cayo Coco ankommen, sind auf ein Gepäckstück beschränkt. Also kein extra Gepäck. Ja, wer also diese Möglichkeit der Mitnahme bestenfalls ausnutzen möchte, sollte über andere Flughäfen in Kuba ankommen. Okay, nun ist es soweit. Ich muss mich mal ein wenig auslassen. Ich habe es ja schon in den vorherigen Videos gesagt, mir fehlt oft die Objektivität mancher Personen im Internet. Dinge werden einfach geteilt, ohne zu checken, ob diese Infos überhaupt richtig sind. Ich mache mich davon aber auch nicht frei, da es gerade so viele Infos gibt und ich zu tun habe, herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Das ist ein Grund, warum ich keine Videos und Bilder der Proteste mehr reposte. Hier spreche ich speziell von ja, meinem Instagram-Kanal. Hier auf YouTube gab es nur ein Video, bei dem ich Fremdmaterial verwendet habe. Und da bin ich einfach mit euch durch meine Timeline in Instagram und Facebook gegangen. Da könnte durchaus auch etwas Falsches dabei gewesen sein. Aber ich versuche zumindest, möglichst objektiv zu bleiben, auch wenn ich hier und da meine Meinung mit einstreue. Andere Meinungen ja, sind aber auch willkommen. Und ich gehe gerne in die Diskussion. Sofern mir kein ja, Hardliner gegenüber ist, dem man sonst was für Fakten benennen kann und er sie einfach nicht anerkennt. Wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, sind mir Extreme einfach zu extrem. Ich kann beide Lager jedoch verstehen. Die Menschen, ja, die an der Revolution hängen und es verteidigen wollen, aber vor allem verstehe ich auch die Menschen, die frei sein wollen. Frei von Diktatur. Sie wollen Redefreiheit, ein funktionierendes Gesundheitssystem, eine liberale Regierung, gewählt vom Volk, Geschäfte, in denen man alles kaufen kann, was man braucht, und zwar in seiner eigenen Währung. Ein System, in dem es sich lohnt zu arbeiten, wo sich nicht Lehrer lieber dafür entscheiden, etwas auf der Straße zu verkaufen, weil sie so an einem Tag mehr verdienen als in einem Monat im Klassenraum. Ein System, in dem es einem erlaubt ist, frei seinen Tätigkeiten nachzugehen. Ein System, in dem der Anbau und die Viehzucht sich auch lohnt. In meiner eigenen Familie gab es den Fall, dass die Regierung 2 Jahre lang nicht die Lieferung bezahlt hat. Man darf aber auch nicht privat verkaufen. Wer möchte da noch das Risiko eingehen, Landwirtschaft zu betreiben? Es gibt zu viele Reglementierungen, die einfach keinen Sinn ergeben und die gehören geprüft und überarbeitet. Kuba hat ein Problem, ein großes Problem. Und auch wenn die Proteste weniger werden, sind die Menschen noch da. Der Unmut wächst und ja, wie ich auch schon in einem anderen Video sagte, die Regierung muss auch die jüngeren Menschen ansprechen. Diese fühlen sich ja zu Recht nicht gehört. Und selbst wenn es nun ruhiger wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es erneut knallt. Bei Fox News habe ich gelesen, ja, oder hat man berichtet, dass die USA auch eine militärische Intervention, Entschuldigung, in Betracht ziehen. Ja, wir wissen ja, Fox News ist dafür bekannt, objektiv und wahrheitsgetreu ja, zu berichten. Ne? Es ist sicherlich möglich, aber so weit würde ich jetzt noch nicht gehen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich halte es für unwahrscheinlich. Warum?
In meiner Wahrnehmung sind die Stimmen außerhalb Kubas weitaus lauter als innerhalb. An dieser Stelle möchte ich einen Text vorlesen, den ein User in der Facebook-Gruppe Cubanos in Alemania geschrieben hat. Ja, und an der Stelle benenne ich aus Datenschutzgründen aber auch nicht den Namen. Liebe Freunde, bitte nutzt eure Worte, euer Wissen und eure Rhetorik, um euer Standpunkt klar zu machen. Koordiniert euch, Schreien und Schimpfworte führen zu nichts. Konfrontiert die andere Seite mit den Fakten. Sprecht einzeln. Zeigt der anderen Seite, was Demokratie bedeutet. Lasst die Menschen, die zuhören, teilhaben. Ich kenne das Latino-Temperament zu gut, aber fahrt etwas runter. Denkt mit dem Kopf, fühlt mit dem Herz, zeigt euer Schmerz, eure Empfindungen. Lasst andere auch reden, einzeln. Emotionen sind wichtig, aber denkt dran, die andere Seite wartet nur auf Fehler. Friedlich und mit Verstand. Zum Abschluss noch eine Nachricht, die nichts mit den aktuellen Protesten zu tun hat. Das Auswärtige Amt gab eine Änderung für Kuba bekannt. Ab dem 18.07., also ab heute, wird von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Kuba gewarnt und abgeraten. Kuba ist als Risikogebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko, also als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Was das für die Reiserückkehr aus Kuba bedeutet, könnt ihr auf dem Portal der Bundesregierung einreisemeldung.de nachlesen, da es für euch individuell sein kann. Je nachdem, ob ihr bereits geimpft seid oder genesen oder eben nicht. In den ersten beiden Fällen ist man von der Quarantänepflicht befreit, wenn man den entsprechenden Nachweis auf die Plattform übermittelt. Ansonsten gilt grundsätzlich eine Quarantänepflicht von 10 Tagen, die allerdings nach frühestens 5 Tagen per negativen PCR-Test aufgehoben werden kann. So, das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch entsprechend informiert. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch bitte meinen Kanal, um auch weiterhin informiert zu bleiben. Ja, wir sehen uns spätestens am nächsten Sonntag mit einem neuen Video. Bis dahin, saludos, ciao.